Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Möchtest du auf Deutsch, sowohl im Alltag als auch in Prüfungen, in einer Diskussion klar und überzeugend sprechen, dann solltest du unbedingt dranbleiben. In diesem Video lernst du 20 nützliche Redemittel kennen, mit denen du dich besser ausdrücken und Diskussionen aktiver mitgestalten kannst. Hans wird euch diese Ausdrücke erklären und für jeden ein passendes Beispiel geben. Aktiviere die Untertitel in deiner Sprache. Das macht das Lernen noch leichter. Bist du bereit? Dann legen wir los. Ich sehe das anders. Wenn du höflich widersprechen möchtest, kannst du diesen Satz verwenden. Er zeigt, dass du eine andere Meinung hast. Zum Beispiel, ich sehe das anders. Meiner Meinung nach ist das keine gute Lösung. Das stimmt, aber dieser Ausdruck ist ideal, wenn du teils zustimmst, aber etwas ergänzen willst. Zum Beispiel, das stimmt, aber wir müssen auch an die Kosten denken. Ich bin da ganz Ihrer Meinung. Wenn man formell und deutlich zustimmen möchte, ist dieser Satz ideal. Zum Beispiel, ich bin da ganz Ihrer Meinung. Das ist wirklich ein wichtiges Thema. Darf ich kurz etwas dazu sagen? Wenn du höflich das Wort ergreifen möchtest, passt dieser Satz perfekt. Zum Beispiel, darf ich kurz etwas dazu sagen? Ich denke, es gibt noch einen anderen Aspekt. Ich bin nicht ganz überzeugt. Mit diesem Satz kannst du deine Zweifel ausdrücken, ohne unhöflich zu sein. Zum Beispiel, ich bin nicht ganz überzeugt. Die Argumente sind für mich nicht stark genug. Das kann ich so nicht akzeptieren. Wenn du in einer Diskussion eine Meinung höflich, aber klar ablehnen möchtest, ist dieser Ausdruck genau richtig. Zum Beispiel, das kann ich so nicht akzeptieren. Dafür fehlen mir klare Beweise. Da bin ich mir nicht sicher. Mit diesem Satz kannst du höflich Zweifel äußern oder zum Nachdenken anregen. Zum Beispiel, da bin ich mir nicht sicher. Hast du dafür eine Quelle? Könnten Sie das bitte näher erklären? Wenn dir etwas unklar ist, kannst du auf freundliche Weise um mehr Informationen bitten. Zum Beispiel, könnten Sie das bitte näher erklären? Ich habe den Zusammenhang nicht verstanden. Ich denke, das kommt auf den Standpunkt an. Nicht jede Situation ist eindeutig. Mit diesem Ausdruck betonst du, dass es verschiedene Perspektiven geben kann. Zum Beispiel, ich denke, das kommt auf den Standpunkt an. Für manche ist das ein Vorteil, für andere nicht. Das ist ein interessanter Punkt. Mit diesem Satz zeigst du Respekt für das Argument eines anderen und leitest die Diskussion elegant weiter. Zum Beispiel, das ist ein interessanter Punkt. Wie sehen das die anderen? Ich verstehe, was Sie meinen, aber du willst höflich zeigen, dass du die Meinung verstehst, aber trotzdem etwas anderes sagen möchtest. Zum Beispiel, ich verstehe, was Sie meinen, aber ich sehe es etwas anders. Das ist ein gutes Argument. Trotzdem, manchmal willst du ein Argument anerkennen, aber auch deine eigene Sicht erklären. Zum Beispiel, das ist ein gutes Argument. Trotzdem sehe ich einige Probleme. Ich sehe Vor- und Nachteile. Wenn etwas sowohl positive als auch negative Seiten hat, kannst du das so ausdrücken. Zum Beispiel, ich sehe Vor- und Nachteile. Einerseits ist es bequem, andererseits teuer. Genau das wollte ich auch sagen. Dieser Satz ist ideal,
wenn du jemandem völlig zustimmst und zeigen willst, dass ihr gleich denkt. Zum Beispiel, genau das wollte ich auch sagen. Du hast es perfekt formuliert. Ich glaube, da liegen wir gar nicht so weit auseinander. Mit diesem Satz kannst du Gemeinsamkeiten betonen, auch wenn es erst wie ein Streit klingt. Zum Beispiel, ich glaube, da liegen wir gar nicht so weit auseinander. Wir wollen beide eine Lösung. Lassen Sie mich das anders formulieren. Manchmal ist es sinnvoll, etwas klarer oder höflicher zu sagen. Dafür passt dieser Ausdruck. Zum Beispiel, lassen Sie mich das anders formulieren. Es geht nicht nur ums Geld, sondern um die Prinzipien. Ich denke, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Wenn ihr euch missversteht oder das Thema falsch verstanden wurde, hilft dieser Satz. Zum Beispiel, ich denke, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Ich meinte etwas anderes. Das sollten wir näher betrachten. Wenn ein Thema wichtig erscheint, kann man vorschlagen, es genauer zu besprechen. Zum Beispiel, das sollten wir näher betrachten. Es betrifft viele Menschen. Darauf möchte ich kurz eingehen. Du willst kurz auf einen Punkt reagieren? Dann sag es so. Zum Beispiel, darauf möchte ich kurz eingehen. Es ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten beim Thema bleiben. Wenn die Diskussion abschweift, kannst du mit diesem Satz zur Sache zurückführen. Zum Beispiel, wir sollten beim Thema bleiben, sonst verlieren wir den Fokus. Danke, dass Sie heute dabei waren. Ich hoffe, Sie fanden die Informationen nützlich und inspirierend. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken und zu abonnieren, um kein neues Thema zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.